Mit 15 km/h durch Europa. 34. Reisetag. Montag, 18. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Montag. Ich sitze beim Frühstück, genieße das Leben im Moment und bin immer noch verkühlt. Und ich freue mich über diese köstliche Marmelade. Die hat mir Christa geschenkt. Diese Marmelade geschenkt hat. Vor 2 Tagen habe ich hier am Campingplatz in Nevers den Gaskocher gereinigt. Jetzt fährt sie nach Norden und ich nach Osten, zum Schwarzen Meer. Ich trinke gerne Kaffee. Besonders lecker finde ich den von Aralia. Doch den gibt es nicht mehr. Dafür einen Cappuccino in Form eines löslichen Kaffeepulvers. Aus dem Supermarkt. Gerhard, du bist ganz schön verwöhnt. Vielleicht wundert sich jemand, dass das Trangier-Kochset am Erdboden steht. Doch vor 3 Tagen wäre mir fast das Zelt abgebrannt. Da habe ich Spiritus verschüttet und es zu spät bemerkt. Je länger ich sitze, umso mehr stelle ich fest, dass ein sanfter Nordwestwind kühle Luft und ein dichtes Wolkenmeer über den Campingplatz schiebt. Es ist 12:15 Uhr und ich komme einfach nicht weg. Noch ein allerletzter Blick auf meinen Zeltplatz und zur Loire. Dann schweifen meine Gedanken über die ruhige Nacht und mir fällt ein, dass es hier gar keine Mücken oder Gelsen gibt. Gerhard, vielleicht liegt es daran, dass französische Mücken das Blut der einheimischen Bevölkerung bevorzugen? Eigentlich könnte ich schon losfahren, doch die Neugierde treibt mich an, mir den weiteren Streckenverlauf im Bike & Radtourenbuch anzusehen. Aha! In 13 Kilometer Entfernung gibt es eine große Stadt. Sie heißt Paray-le-Monial. Und dann? Oh Gott, was ist das denn? Da sind doch tatsächlich Steigungen eingezeichnet. Nach gefühlten 10 Minuten besucht mich ein alter Freund, der Hunger. Und während meine Gedanken diese lästigen Gefühle vertreiben wollen, schiebt mir die Glücksfee doch tatsächlich eine Brasserie vor die Augen. Die Freude währt aber nur kurz, denn zu meinem Entsetzen meint die Kellnerin, dass es keine freien Plätze gibt. Dabei vermittelt ein Blick durch die großen Fenster ein anderes Bild. Ich nehme es grübelnd zur Kenntnis und entscheide mich, an einem geeigneten Rastplatz das Mittagessen zuzubereiten. Oh, was ist denn das für ein nettes Plätzchen? Da gibt es Tische und Bänke. Hier werde ich meine Kochfähigkeiten zur Schau stellen. Ich muss schmunzeln, wenn ich an das Fahrradcamping-Kochbuch von Tim Lubrich denke, in dem er sicher über eine gesunde Ernährung beim Radsport erzählt. Ja, lieber Tim Lubrich, ich glaube, das kommt in deinem Kochbuch nicht vor. Und das halte ich fest. Es kommt noch viel schlimmer. Es gibt Spaghetti Bolognese aus der Dose. Insgeheim bete ich, dass Tim für meine ironischen Gedanken Verständnis zeigt. Von Digoin nach Paray-le-Monial 13 Kilometer. Jetzt werde ich sentimental. Ich verlasse die Loire. 900 Kilometer bin ich ihr gefolgt. Sie war mir immer eine liebevolle Freundin. Die Besonnenheit, die Ruhe, die du ausgestrahlt hast, habe ich sehr geschätzt und werde ich nie vergessen. Lebe wohl, Fluss der vielen zauberhaften Schlösser und Burgen. Hey Leute, ich verrate euch ein Geheimnis. Ich mag es, wenn sich jüngere Damen nach mir umdrehen. Zwischendurch blicke ich auf den Tacho. Der zeigt 22 Grad Celsius an. Kann das stimmen? Mir ist nämlich unheimlich kalt
Merkwürdig. Oh, hier kann man Hausboote mieten. Wie toll ist das denn? Als ein großes Schiff vor Anker liegt, stellt mein Gewissen die Frage, wie so ein riesiges Ding durch so einen engen Kanal fahren kann. Nanu, eine Holzbrücke. Normalerweise haut mich so eine Konstruktion nicht aus den Socken, aber die hat es in sich. Die wird, wenn ich es richtig deute, durch einen befestigten Kran in die Höhe gehievt. Und das wiederum ermöglicht die Durchfahrt der Schiffe. Oh nein! Der Tacho ist weg. Das ist mir am 31. Mai, also vor 2,5 Wochen in der Nähe von La Poissonnière, schon einmal passiert. Doch diesmal ist das liebgewonnene Gerät unauffindbar. Schade. Jetzt muss ich die Temperatur und die Kilometerleistungen von Garmin und vom Handy ablesen. Wenn Siedlungshäuser auftauchen, geht mir vieles durch den Kopf. Gibt es eine Ortstafel am Radweg? Ist das jene Stadt, die in der Karte eingezeichnet ist? Gibt es hier besondere Sehenswürdigkeiten? Nach 50 Minuten liegen 12 Kilometer hinter mir. Radprofis würden eventuell sagen, du fährst aber langsam. Und ich würde ihnen recht geben und ihnen zurufen, dass ich nicht auf der Flucht bin. Ein Blick in das Bikeline-Radtourenbuch bestätigt, dass die Häuser zu der Ortschaft Pareille-Moniale gehören. Gerade ärgere ich mich über meinen Gesundheitszustand, der sich seit Tagen verschlechtert. Das Atmen fällt schwer, der Schnupfen wird stärker und in der Nacht kann ich mich vor lauter Schmerzen im Lungen- und Bronchienbereich kaum bewegen. Bei der ersten Apotheke, die ich anhand der Symbole und der Aufschrift Pharmacie erkenne, halte ich an. I need medicine against influenza. Ich brauche Medizin gegen einen grippalen Infekt. Gripostat in Austria, we use Gripostat. Kennen Sie die Gripostat-Tabletten? Medicine? Grippo. Tablets. Was? Ich verstehe nicht. Er dürfte wohl Halsweh haben. Ich werde ihm ein paar Medikamente zusammenstellen. Und wenn sie nicht wirken sollten, schaden können sie ihm auch nicht. Schließlich verlasse ich mich auf die Kompetenz der freundlichen Apothekerin und kaufe ein paar Schachteln Virenvernichter. Zufrieden setze ich die Fahrt fort. Als ich bei einem Fahrradgeschäft vorbeikomme, denke ich an den defekten Rückspiegel im Gepäck und an den Tacho, den ich verloren habe. Der Fahrradladen hat geschlossen. Schade. Es ist 15:40 Uhr und ich sehe mir die Stadt an. Dabei quere ich den Levis du Canal lateral, ebenso wie den Fluss Bourbins. Beim Anblick einer Kleidergeschäftsauslage erscheint Elisabeth vor meinen geistigen Augen. Und obwohl ich sie grundsätzlich sehr gern habe, so vermisse ich sie in diesem Augenblick dennoch nicht. Am Weg durch die Stadt bin ich wachsam. Nicht nur wegen der Sehenswürdigkeiten und der hübschen Französinnen, sondern auch um Lebensmittelgeschäfte zu sichten. Hey, hier gibt es einen Campingplatz. Toll.
Den nehmen wir. Es ist 16 Uhr und ich bin heute noch nicht weit gekommen. Ich denke, ich werde weiterfahren. So eine Schweinerei. Oh, was für ein märchenhafter Anblick. Diese beiden Türme dieser spätromanischen Basilika, der Klosteranlage Sacré-Cœur, spiegeln sich in den Wassern des vorbeiziehenden Flusses Bourbins. Von Paray-le-Monial nach Wolaivre. Inzwischen habe ich mir in einem Supermarkt die für einen Radreisenden wichtigsten Lebensmittel besorgt. Das sind Wein, Bier, Käse. Ein Blick auf die Uhr verrät, dass es schon 17 Uhr vorbei ist. Unmittelbar nach Paray-le-Monial gibt es eine Hügelwertung. Darauf bereite ich mich mental vor. Ui. Es ist schon anstrengend mit dem 45 Kilo schweren Anhänger. Noch dazu mit diesem lästigen grippalen Infekt. Auf einer Distanz von 2 Kilometern kreuche ich von 244 auf 278 Meter Seehöhe empor. Dabei überwinde ich eine unglaubliche Höhe von 34 Metern und freue mich riesig, wenn Garmin die Geschwindigkeit von 8 auf 14 km/h korrigiert. Normalerweise transportiere ich die Liegematte im Anhänger. Seit dem Einkauf im Supermarkt geht das nicht mehr. Aus Angst, verhungern zu müssen, habe ich nämlich die Tasche mit Lebensmitteln vollgestopft. Nichtsdestotrotz bin ich dadurch unabhängig und es ermöglicht, dass ich wild campen kann. Und das wiederum macht mich stolz und frei. Als am Horizont ein paar herrliche Landhäuser auftauchen, bestätigt ein Blick in das Radtourenbuch, dass die zur Gemeinde Wolaivre gehören. Hier sollen sich im Jahr 2018 630 Menschen aufhalten. Wolaivre. Vor einem Gebäude, auf dessen Wand das Wort Mairie steht, halte ich an. Das kann ich schon übersetzen, freue ich mich wie ein kleines Kind. Ein Vokabel mehr neben Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Lavoir und Pissoir. Mairie, das ist in Österreich ein Rathaus oder ein Gemeindeamt. Ein paar Meter weiter steht eine uralte Kirche. So ein riesiges Haus für 630 Menschen. Ich denke an meine Heimatgemeinde Oberwaltersdorf. Da steht ein halb so großes Gebäude zur Verfügung. Aber vielleicht hängt es von der Anzahl der Gläubigen ab. Von Wolaivre nach Palange, 12 Kilometer. Irgendwo in der Einöde, ein paar hundert Meter nach den letzten Gebäuden, halte ich an und blicke zurück. Es geht gefühlte 10% bergauf und ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser, der einige Sekunden lang an der Oberfläche schwimmt und unentwegt nach Luft schnappt. Mitten in der Abfahrt piepst Garmin. Es meint, ich soll da vorne rechts abbiegen. Trotzdem wir nun schon so lange zusammenarbeiten, bin ich immer noch ein wenig skeptisch. Vielleicht auch deswegen, weil ich nicht die originalen Karten installiert habe. Es geht bergab. Radfahren kann so schön sein. Da. Nimm dir ein Beispiel. Die wissen, was Leben im Moment bedeutet.
ist die letzte Abfahrt nur noch Erinnerung. Jetzt bin ich wieder im Kräftetraining-Modus. Meine Oberschenkel teilen diese Erkenntnis nur halbherzig. Hey, das sind doch Schienen. Wo kommen die denn plötzlich her? Der Fluss Le Bourbins. Woher? Und wieder geht es bergauf. Und es geht wieder bergauf. Inzwischen ist es 6:30 und laut Garmin sind es immer noch 6 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz. Oh, wie schön. Da vorne ist ein Schloss oder eine Burg. Ein Chateau, wie es auf Französisch heißt. Und noch dazu auf einem romantischen Hügel, stelle ich keuchend und selbstironisch fest. Sowas. Da liegt eine Kuh im Gras. Was sich die wohl denkt, wenn so ein verrückter Radfahrer vorbeizieht? Mit dem Erscheinen der ersten Wohngebäude wächst die Zuversicht, doch noch vor Sonnenuntergang am Campingplatz anzukommen. Jetzt brauche ich diese Lagerstätte nur noch finden. Ich merke, dass ich ausgelaugt und krank bin und ich freue mich darauf, bald zur Ruhe zu kommen. Palinge. Bei der Ankunft am Campingplatz um 19:15 Uhr empfängt mich ein wohltuendes Schnurren. Einen Moment lang erinnert es an die erste Jugendliebe bei einem geruhsamen Fernsehabend. Rasch findet sich ein geeigneter Lagerplatz, auf dem ich mein luftiges Eigenheim errichte. Bloß das Zelt meiner Nachbarn lässt kurzfristig Neidgefühle aufflammen. Die scheinen ihre komplette Wohnung mitgenommen zu haben. Dagegen wirkt ja meine Hütte sehr bescheiden. Nach einer wohltuenden Dusche besuche ich die Rezeption. Dort gibt es Tische und Bänke, wo ich mein Abendbrot verzehre, die Medikamente einnehme, das Tagebuch schreibe und die sozialen Medien bediene. Es dauert nicht lange und eine Dame aus Holland, sie heißt Lisbeth, leistet mir Gesellschaft und lädt mich morgen in ihre Mühle auf einen Kaffee mit ihr und ihrem Mann ein. Ich freue mich darauf. Wirklich? Und das Wasser am Ende. Aber ich nehme Sie beim Wort, ich komme wirklich vorbei. Ja, das ist gut.
the sea, as long as a flower will grow on Mother Earth. There is a blackbird who's telling me there's a world that our children will never see. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.